Guten Morgen, es ist kurz nach 7, es ist Samstagmorgen und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt, präsentiert von Daniela Meyer. Ihr fragt euch, warum Daniela Meyer? Ja, deswegen. Daniela Meyer holt Gold! Olympiasieg! Daniela Meyer ist Olympiasiegerin und sie ist der Grund, warum ich heute den ganzen Tag umsonst mit allen Fernzügen durch ganz Deutschland fahren kann. Denn ich habe mir die Probebahncard Gold geholt und genau das ist jetzt eine Fernverkehrschallenge, weil wir es heute einfach können, dank Daniela Meyer. Und ich habe gedacht, ich fahre heute einfach nach Berlin. Und da wohnt nämlich meine Schwester und die hat mir natürlich gleich noch einen Auftrag mitgegeben. Na klar, komm hier in Berlin vorbei. Kannst du aber bitte Brezeln mitbringen und nicht so lätschige, wie es hier gibt. Also jetzt kann ich sagen, hier in Koblenz gibt es auch bloß lätschige Brezeln. Da hilft bloß eins. Wir müssen dahin, wo es die guten gibt. Let's go! So, Gleis 4. Da ist fährt jetzt nämlich unser ICE nach Stuttgart, da wo es die richtig guten Brezeln gibt. Müssen wir jetzt leider machen. Kleiner Umweg nach Berlin. Ah, da sind noch richtig viele Plätze frei. So ein Abteil ist immer das Beste. Dann erstmal heute Morgen eigenes Abteil, ist auch ganz nett so. Ja. Dann geht es jetzt los in Richtung Stuttgart. Und ich hoffe mal, dass ich es heute Nachmittag irgendwann bis nach Berlin schaffe. Mal gucken, wie lange das jetzt hier alles braucht. 7:30 Uhr fährt er jetzt hier los. Kurz nach 10 bin ich ziemlich wahrscheinlich dann schon in Stuttgart. Es hat wunderbar funktioniert. Heute ist mit Bahncard Gold alles drin. Kontrolle war, na klar, kein Problem. Weiter geht's. Daniela Meyer. Dankeschön. Liebe Gäste, wir erreichen Mainz Hauptbahnhof. Der Ausstieg hier für Sie in Fahrtrichtung links. So, jetzt gleich sind wir in Mannheim und eigentlich wollte ich hier umsteigen in einen anderen Zug Richtung Stuttgart, damit ich natürlich in Stuttgart schneller bin. Aber das klappt jetzt schon nicht mehr, denn dieser Zug hat jetzt hier schon so viel Verspätung, dass dieser Anschluss nicht mehr klappt. Aber das Gute ist, der Zug fährt auch nach Stuttgart. Der wird dann nochmal 20 Minuten später in Stuttgart sein, also dann nochmal fast 40 Minuten später, als ich eigentlich da sein wollte. Zum Glück habe ich ein bisschen Zeit in Stuttgart, aber jetzt wird es knapp darauf, wenn ich weiter noch nach Berlin wieder danach will, nachdem ich meine Brezeln gekauft habe. Aber was macht man nicht für die besten Brezeln der Welt? Also jetzt ist die Entscheidung dann getroffen. Ich fahre mit diesem Zug weiter bis nach Stuttgart. Der hat natürlich jetzt 20 Minuten Verspätung. Es hätte von Mannheim jetzt hier auch noch ein ICE gegeben nach Stuttgart, der aber genau gleichzeitig ankommen soll wie der hier. Und deswegen lohnt sich das für mich jetzt nicht. Und die Devise ist ja immer, wir fahren mit dem, das fährt. Und deswegen bleibe ich einfach sitzen, weil der fährt. Und der fährt zwar jetzt über Heidelberg und dann hält er auch noch in Vaihingen-Enz an, aber das ist in Ordnung.
bin jetzt extra ein bisschen weiter nach vorne gegangen, damit ich nämlich jetzt noch gleich vorne rauskomme, weil also jetzt wird es schon ganz knapp, weil man braucht schon seine 7 Minuten durch die Baustelle durch bis zur Bushaltestelle. Also Punktlandung vielleicht gleich. Na, wenn ich jetzt schon die Brezeln hätte, könnte ich mit dem da direkt nach Berlin fahren. Aber das wird nichts. Wir müssen erst die Brezeln holen. Wahrscheinlich dann mit dem nächsten. So, aber jetzt regnet es hier erstmal in Stuttgart so richtig. So, Stuttgart Hauptbahnhof. Jetzt müssen wir uns beeilen. Das letzte Mal, als ich hier war, war der Weg noch kürzer. Naja, müssen wir mal gucken zu den Bussen. Ja, man wird hier so rumnavigiert um die Baustelle herum. Einmal noch den Fernwanderweg hier in Stuttgart. Ja, da ist der Bus. Den will ich kriegen und das regnet so. Scheiße. Naja, noch gekriegt. Jetzt sind es noch so 3 Minuten bis da oben und dann sind wir bei dem aus meiner Sicht besten Brezelbäcker Stuttgarts. Und da gehen wir jetzt hin und da holen wir jetzt Brezeln. Weil nur das Beste, was ich mit nach Berlin bringen kann. Da gibt es halt auch nichts Gescheites, das ist auch so. Also es regnet, aber nicht schlimm. Jetzt genau einer Stunde fährt der Zug weiter, mit dem ich nehmen will. Das dürfte eigentlich passen. Ich habe, glaube ich, Glück gehabt, dass ich gerade so den Bus hier bekommen habe. Das wird schon passen, sage ich. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir anstehen müssen. Und die wichtigste Frage ist, gibt es überhaupt noch Brezeln und so? Denn eigentlich, naja, er hat noch 2 Stunden offen. Ja, ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Der Bäcker, wo wir hingehen, das ist nämlich einer, der noch selber backt. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Ich wohne ja eigentlich auch in der Brezel-Diaspora und jetzt freue ich mich mal so richtig auf so eine richtig leckere Brezel. Ich meine, dafür bin ich ja jetzt auch hier 3 Stunden hergefahren. Ich hätte gern 8 Brezeln, bitte. Da haben wir es. Und jetzt gehen wir mal noch in die andere Richtung und fahren noch mit der U-Bahn. Weil da ging jetzt auch schnell, Schlange war kurz, weil ich kenne die Schlange hier auch länger. Aber heute haben wir Glück gehabt. So ein bisschen habe ich mich jetzt in die Kindheit zurückversetzt, gefühlt. So, was man nicht alles macht für die besten Brezeln. Stuttgart, sage ich jetzt mal, aber wahrscheinlich sogar die besten Brezeln Deutschlands. So, ihr könnt jetzt in den Kommentaren haten, wo es überall anderes noch bessere Brezeln gibt als hier. Ich bin der Meinung, hier sind die besten. So. Und deswegen bin ich auch hierher gefahren. Übrigens, falls ihr jetzt irgendwelche Münchner oder so der Meinung sind, bei uns sind die Brezel die besten. Ja, das heißt Brezen bei euch und das ist auch keine Brezel. Eine Brezel ist das, was ich hier gekauft habe, mit dünnen Ärmchen. So, da kommt der Lokalpatriotismus durch. So, ist genug Zeit. In 7 Minuten kommt hier die U-Bahn. Auf die warten wir doch jetzt. Ich hoffe mal, dass hier meine Brezeln jetzt nicht einnässen von dem ganzen Regen hier in Stuttgart. Das ist richtig scheiß Wetter. Tut mir leid, kann man nicht anders sagen. Ich hätte mal eine Plastiktüte mitnehmen sollen. Irgendwo. Während wir jetzt hier auf die U-Bahn warten, muss ich kurz einmal genießen. Oh, Leute. Leute, außerhalb vom Schwabenland, ja. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Das ist einfach so geil. Die Tüte hat es schon ein kleines bisschen, hier könnt ihr sehen, die Tüte hat es da gerade schon ein bisschen aufgerissen. Das ist kein gutes Zeichen. Wir versuchen das trotzdem hinzukriegen. Vielleicht finde ich am Hauptbahnhof irgendwo noch eine Tüte. Wir nehmen jetzt hier die U4 bis Staatsgalerie und dann laufen wir rüber zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof, ohne dass der Regen die Brezeln kaputt macht. Da habe ich jetzt richtig Sorge vor.
dann gehen wir jetzt wieder zum Bahnhof zurück. So, jetzt geht es natürlich darum, irgendwie diese Brezeln zu schützen, wenn es jetzt hier regnet. Das regnet nicht ziemlich weiter. Mal gucken, vielleicht kann ich sie hier unter der Jacke oder so. Ich muss gleich mal gucken. Aber ich glaube, es wird schwierig. Vor allem, wenn ich auch noch filmen will. Das ist jetzt das Problem. Dann müssen wir uns wohl beeilen. Boah, jetzt hier steht das Wasser. Bah. 12:08 Uhr. Das ist jetzt in einer halben Stunde. Und dann ist das ein Intercity, den wir nehmen nach Nürnberg. Mit der Verbindung, die ich jetzt nehme, wäre ich um 17:30 Uhr in Berlin. Aber 7 Minuten Umsteigezeit in Nürnberg sind sehr knapp bemessen. Jetzt lernt ihr hier den anderen Fernwanderweg in Stuttgart kennen. Hier muss man erstmal Höhe gewinnen, in so Serpentin. Hier natürlich Brezelbeck Bosch in Stuttgart. Nicht gesponsert. Habe ich mir einfach so rausgesucht. Weil ich weiß, dass das da lecker ist. Also gleich 16 ist der Zug, den ich nehmen will. In 20 Minuten kommt er. Und er steht auch noch als pünktlich dran. Das ist natürlich eine gute Idee. Genau so wollen wir das. Ich habe jetzt eine Tüte bekommen. Ich glaube, das hilft, um die sicher zu verwahren. Und jetzt kommt auch schon der Zug in Richtung Nürnberg. Er ist pünktlich. Bitte einmal Daumen halten, dass er das bleibt, weil das muss er bleiben, um den Zug in Nürnberg zu bekommen, dann nach Berlin. Also, das ist jetzt der Intercity in Richtung Nürnberg pünktlich losgefahren. Da bin ich sehr zufrieden mit. Der fährt jetzt via Crailsheim und Ansbach und dann nach Nürnberg. Und dann habe ich dort allerdings bloß 7 Minuten Zeit, um den ICE nach Berlin zu bekommen. Und das ist auch ein Sprinter, der hält ja nur noch in Erfurt und in Halle und dann Berlin. Und das wäre natürlich sehr geschickt, weil der ist sehr schnell. Ich traue dem Braten hier noch nicht. Ich bin Ihre Zugchefin, verantwortlich für alles, was rollt, pfeift und manchmal ruckelt. Und wenn Sie denken, oh je, das ist die kleine Schwester von Udo Lindenberg, nicht ganz. Ich habe nur meine Stimme verloren. Sollten Sie die finden, gerne können Sie mir die vorbeibringen. Also ich weiß ja nicht, wo die Stimme ist, aber wahrscheinlich bei dem Clown, den sie gefrühstückt hat. Das könnte sein. Nein, ich finde solche Ansagen immer super. Also wir bummeln hier jetzt schon die ganze Zeit so richtig lang und jetzt stehen wir jetzt hier auch schon so ein bisschen. Ich glaube ja nicht, dass das klappt in Nürnberg, weil das, also ich glaube, wir sind auch eine andere Strecke gefahren. Jetzt geht's weiter. Steht immer noch dran, dass wir in Crailsheim pünktlich sind. Vielleicht geht's ja, weil wir eigentlich eine andere Strecke gefahren wären oder so, aber ich glaube, es lag daran, dass es eine eingleisige Strecke hier ist. Schauen wir mal, ob das hier so funktioniert, wie das immer noch angeschrieben ist. Ah ja, perfekt. Also, Gleis 6. Es scheint alles pünktlich zu sein. Das gefällt mir. Also mit dem Umstieg habe ich ja nicht gerechnet, dass der klappt. Aber pünktlich.
Ah ja, guck mal, der steht da. Dann gehen wir doch direkt rein. Das liegt perfekt. Der klappt. Scheint auch zu funktionieren hier mit dem Zug. So, haben wir jetzt Platz. Mal gucken, ob hier irgendwas reserviert ist. Ich glaube nicht. Und gleich geht's auch los. Mit dem, den ihr jetzt hier gerade gesehen habt, mit dem bin ich jetzt auch schon gefahren, und zwar in dem letzten Video, als ich von Lindau nach Seebad-Ahlbeck gefahren bin. Das Video könnt ihr hier sehen. Und in demselben Video war ich ja auch hier im DB-Museum. Da gab es eine witzige Ausstellung über die Zugtoilette, die gibt es nicht mehr, aber in diesem Video könnt ihr es noch sehen. Was wirklich der Vorteil an dieser Bahncard Gold ist, dass ich einfach jeden Zug nehmen kann. Und das bedeutet halt auch den Super Premium Sprinter hier von Nürnberg bis nach Berlin, der nur noch in Erfurt und in Halle hält und jetzt richtig nach Berlin geht. Wenn ich mir überlege, dass ich vor rund 3 Wochen diese Strecke halt mit Regionalzügen gefahren bin und wie lange das gebraucht hat, das ist jetzt ein Riesenunterschied. Also riesiger Unterschied. Das kann ich euch sagen. Wie schnell wir jetzt wahrscheinlich gleich in Berlin sein werden, wenn hier alles pünktlich ist. Aber so scheint es ja zu sein. Eigentlich ganz spannend, was jetzt gleich passiert. Nämlich, wir haben jetzt einen Zusatzhalt bekommen hier in Bamberg und hier ist anscheinend ein Zug liegen geblieben. Und aus dem Grund halten wir jetzt hier extra und nehmen die Fahrgäste aus dem Zug mit. Das heißt, es könnte sehr voll werden jetzt gleich, aber ich habe ja zum Glück einen Sitzplatz. Allerdings, ja, das könnte auch noch ein bisschen Verspätung geben. Allerdings ist das ja der Zug, der nach Berlin fährt. So viel, glaube ich, wird es dann nicht. Und ist ja gut für die Leute, die da jetzt in Bamberg stehen, dass die weiterkommen. Deswegen schon in Ordnung. Wenn ich mir jetzt hier tatsächlich überlege, dass ich vor 3 Wochen da unten über Saalfeld und so und Jena gefahren bin, wie langsam das war und wie kurvig das war und wie lang das gebraucht hat und in was für einer Riesengeschwindigkeit wir jetzt hier gerade Richtung Erfurt rasen, sage ich mal. Da muss ich sagen, hier das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8, auf dem wir jetzt hier gerade ja sind, diese Neubaustrecke, auch wenn die riesig teuer war, es hat sich natürlich schon ziemlich gelohnt, die zu bauen. Ja, also weil die Ersparnis ist, glaube ich, eine der größten Ersparnisse, die man sich vorstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Nürnberg-Leipzig sagt, das war zuvor ewig und jetzt ist es richtig schnell. Das ist wirklich mit Abstand das Geilste, wenn man an der Autobahn entlang fährt, auf so einer Schnellstrecke. Ich warte bei sowas ja immer darauf, dass dann jetzt mal wirklich auch 300 sind. Ja? Vor allem, wenn man in so einem Zug sitzt, der das kann, auf einer Strecke, auf der man das kann. Und dann ist es immer 297. Warum kann das nicht 300 sein? Und nochmal so als Reminder, wir dürfen definitiv nicht vergessen, wen wir diesen ganzen Trip hier zu verdanken haben. Nämlich Daniela Meyer, Skicross-Olympiasiegerin, die gestern Gold gewonnen hat. Deswegen können wir diesen Trip hier machen und mit 300 Kilometern hier durch Thüringen, Sachsen-Anhalt und demnächst auch Brandenburg fahren. So, jetzt sind es noch ungefähr 20 Minuten bis Berlin. Ich hoffe ja, dass die Brezeln nicht trocken geworden sind hier in der trockenen Luft im Zug mit der ganzen Klimaanlage und so. Und vorhin in dem Intercity war es auch relativ warm. Aber das ist natürlich das Beste und das Schnellste, was man machen kann, wenn man aus Stuttgart nach Berlin mit dem 300-Stundenkilometer-Kurier frische Brezeln mitbringen will. So, deswegen gleich wird soweit. Meine Schwester wartet auch schon am Bahnhof, hat sie gesagt, die holt mich ab. Und dann überreiche ich ihr ihre frische Brezel vom besten Bäcker Stuttgarts. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich bin überrascht, wie gut das heute alles funktioniert hat. Natürlich der erste Zug Mannheim hat nicht geklappt gehabt, aber die
der Puffer in Stuttgart mit dem Kaufen von den Brezeln, das hat alles ganz wunderbar funktioniert. Und danach, da habe ich immer wieder gedacht, boah, der muss ja noch mehr Verspätung kommen, der Intercity. Aber dann pünktlich in Nürnberg und selbst jetzt nur 10 Minuten Verspätung und das, obwohl ein Zusatzhalt in Bamberg mit dabei war. Jetzt bin ich gleich in Berlin und da freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, dass mein Geschenk schmeckt. Hallo! Hallo, Ali. Wie schön ist das denn? Ja, ich freue mich auch. Und du freust dich gleich noch mehr. Guck mal, hier ist ein Geschenk drin. Muss ich jetzt rausholen. Du musst auch reinweisen. Ja, sie freut sich. Ich bin angekommen in Berlin. Die Brezel schmeckt. Und hier ist der Berliner Hauptbahnhof. Kann man einfach mal kurz machen. Kurz nach Stuttgart fahren, kurz eine Brezel holen. Einmal gerade nach Berlin fahren, mitbringen. Warum auch nicht? Wenn euch sowas gefällt, dann werdet doch Kanalmitglieder und unterstützt das. Oder abonniert einfach, liked. Das hilft wirklich weiter. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.